Hola a todos und willkommen zu einer neuen Folge Mathe Smarte Mission Uruguay Unveiled. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe eine Erkältung hinter mir und verzeiht, meine Stimme ist noch etwas belegt. Welche Kosten kommen bei der Auswanderung auf uns zu und wie hoch sind die Lebenshaltungskosten im Land unserer Wahl? Wir denken, das sind Fragen, die wirklich jeden bewegen, der mit dem Gedanken spielt, auszuwandern. Ziel dieses Videos soll es sein, möglichst umfassende Antworten auf diese Frage zu finden. Da dies allerdings ein sehr weites Themenfeld ist, ist dieses Video etwas länger als sonst. Außerdem haben wir uns jetzt eine bezahlte KI gegönnt, weil die ist halt ein bisschen fleißiger und vor allem kann man der das Halluzinieren etwas besser abgewöhnen. Und ja, natürlich machen wir nochmal einen Faktencheck bei allem, was die KI für uns da recherchiert. Wir arbeiten da quasi in einem Duo zusammen. Sollte dabei trotzdem Unsinn herauskommen, hey, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Falls ihr euch nur für einen bestimmten Teil interessiert, in der Videobeschreibung findet ihr die Kapitelmarken mit den einzelnen Themen. Außerdem eine Liste der Quellen, die wir verwendet haben. Das ist Stand Februar 2026. Da wir nach Uruguay auswandern, beziehen wir uns in diesem Video auf unser Einwanderungsland. Das Prinzip ist aber eigentlich für jedes Land dasselbe. Der Umzug. Hier muss zunächst die große Wie-Entscheidung getroffen werden. Ja, was meine ich damit? Nun, will oder muss ich viel mitnehmen? Brauche ich also einen Container? Oder trenne ich mich von vielem und breche nur mit Koffern auf ins Abenteuer? Aus unserer Sicht stellen sich hier vorab ein paar Fragen. Also, erste und wichtigste Frage, was brauche ich wirklich? Zweite Frage, was ist mir so wichtig, dass ich mich nicht davon trennen möchte? Und drittens, was kostet der Transport der Dinge, die sich aus Frage 1 und 2 ergeben? Und viertens, ist die Neuanschaffung der Dinge aus Frage 1 im Zielland möglich? Und falls nicht, landet man quasi zwangsläufig wieder bei Frage 3. Wenn ja, mit welchen Kosten und welchem Aufwand wäre die Neuanschaffung der Dinge aus Frage 1 und dem Transport der Dinge, von denen ich mich nicht trennen möchte, verbunden? Container gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben da mal ein paar Angebote eingeholt. In unserem Fall, und wir sind da sicherlich nicht einzigartig, kann der Container nicht direkt vom Start zum Ziel. Denn wir wissen ja bei unserer Abreise noch gar nicht, wo wir unser letztendliches Zuhause in Uruguay finden werden. Der Container müsste demnach vom Rheinland in Deutschland in den Hafen von Montevideo nach Uruguay. Dort sollte er möglichst schnell raus, denn spätestens nach 3 bis 5 Tagen, jeder weitere Tag kann da teuer werden. In Uruguay muss der Container also erstmal zum Zwischenlager transportiert werden, dort gelagert werden und wenn dann ein Zuhause gefunden ist, muss der Container erneut transportiert werden. Und diese Kosten fallen zusätzlich zum Angebot der Spedition an und hängen natürlich davon ab, welche Entfernungen zu überbrücken sind und wie lange die Zwischenlagerung dauert. Leider können wir diesen Zeitraum so überhaupt nicht abschätzen. Vielleicht haben wir nach ein paar Monaten einen Ort gefunden, der unser Zuhause werden soll, vielleicht aber auch erst in 1 oder 2 Jahren oder vielleicht dauert es noch länger. Auch der Zollagent in Uruguay ist nicht im Angebot der Spedition enthalten, also ein weiterer Kostenpunkt. Das waren zum Beispiel bei Eugen vom YouTube-Kanal Catching Dreams im Jahr 2025 ganze 9.000 €. Dieser Preis für den Zollagenten, der hat uns echt schockiert und wir hatten hier nach Internetrecherchen mit einer deutlich geringeren Summe gerechnet. Ich habe aber dann mit Eugen nochmal telefoniert und er hat gesagt, da sind noch andere Sachen mit da drin gewesen. Es gibt auf jeden Fall ein offizielles Verzeichnis lizenzierter Zollagenten und ich verlinke euch das mal in der Folgenbeschreibung. Für den Transport eines Haushalts in einem 40 Fuß Seekontainer nach Uruguay inklusive Zoll und Hafenabfertigung sollte es so zwischen 18.000 und 20.000 € einplanen. Nach oben ist er natürlich offen und es kann auch einiges schief gehen. Zusätzlich zu diesem Geld musst du eine Kaution im Gesamtwert deiner Container transportierten Güter hinterlegen, also solange du nicht die permanente Aufenthaltsgenehmigung hast. Die Kaution bekommst du dann natürlich zurück, wenn du die dann hast. Aber es ist natürlich auch etwas, was man vorfinanzieren muss. Zu diesem Thema möchte ich euch die Videos von Eugen ans Herz legen. Das Video "Das wirst du zahlen müssen" und "Vermeide Schwierigkeiten beim Zoll" haben wir euch direkt in der Folgenbeschreibung verlinkt. Sprechen wir als nächstes über das neue Zuhause. Hier stellt sich gleich die nächste wirklich zentrale Frage, nämlich
Mieten oder kaufen? Ja, diese Frage muss sich natürlich jeder für sich ganz individuell beantworten. Und oft hängt es ja auch von der Situation ab. Ne? Vielleicht mietet man erst was und kauft dann später. Fangen wir mit der Option Mieten an. Wie überall sonst hängt natürlich auch in Uruguay der Mietpreis von der Lage und der Ausstattung des Objektes ab. Als Faustformel für Uruguay und wohl auch für viele andere Länder, in denen Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, würde ich sagen, je städtischer und touristischer die Lage des Objektes, desto teurer die Miete. Ja, und je näher der Termin der Wohnungssuche an der Tourismussaison der Temporada, desto teurer. Wir haben von Mietpreisen gehört, die sich vor der Temporada einfach mal vervierfacht haben. Wir haben uns bemüht, konkrete Zahlen zu finden, aber Uruguay hat keinen offiziellen Mietspiegel. Es gibt keine staatliche Behörde, die Durchschnittsmieten pro Quadratmeter publiziert. Wir haben also die KI beauftragt, diese Zahlen mal in den einzelnen Portalen, die Mietangebote machen, zu recherchieren. Demnach liegt der durchschnittliche Mietpreis 2026 in Maldonado bei 12 Euro pro Quadratmeter. In Salto sind das durchschnittlich 9,30 Euro. In Montevideo und Colonia del Sacramento muss man mit durchschnittlich 14 Euro pro Quadratmeter rechnen. Nochmal der Hinweis, diese Zahlen stammen von einer KI. Wenn ihr Quellen habt, die ganz andere Beträge nennen, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Upsala. Ja, natürlich sind die Mietpreise je nach Objektausstattung und Nähe zum Meer nach oben offen. So findet man zum Beispiel in Montevideo, Punta del Este oder José Ignacios durchaus Objekte mit Mieten von 30 bis 40 Euro pro Quadratmeter. Weitere Kosten entstehen für die Mietabsicherung, also die Kaution. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da hätten wir die Mitgliedschaft bei der ANDA, einer privaten Organisation, bei der man Mitglied werden kann. Der Mietbetrag wird hier direkt vom Gehalt oder der Rente abgezogen. Die Kosten für so eine Mitgliedschaft bei der Asociación Nacional de Afiliados, kurz ANDA, hängt von der gewählten Kategorie ab. Stand Februar 26 kostet eine Vollmitgliedschaft, die sogenannte Socio Integral, 807 Peso monatlich. Das sind etwa 17,70 Euro. Dann gibt es die Versicherungsgarantie. Diverse Versicherer, zum Beispiel die Porto Seguro, Sura oder die Mapfre, stellen gegen eine jährliche Gebühr, häufig so etwa eine Monatsmiete, eine Garantieerklärung aus. Laut KI ist das für Ausländer die wohl flexibelste Option. Liebe Expats, was sagt ihr denn dazu? Habt ihr da Erfahrung? Ja, dann gibt es noch die öffentliche Garantie, die Contaduría General de la Nación, kurz CGN. Ja, die bietet über den Servicio de Garantía Alquileres SGA eine staatliche Garantie an. Diese ist jedoch meist an ein festes Anstellungsverhältnis in Uruguay gebunden. Und dann gibt es noch das Bankdepot. Es ist rechtlich möglich, für private Mietverträge bis zu 5 Monatsmieten und für gewerbliche Mietverträge bis zu 10 Monatsmieten auf einem Sperrkonto bei der Banco Hipotecario del Uruguay, kurz BHU, zu hinterlegen. Laut KI wird diese Option von Vermietern eher seltener akzeptiert, weil die Eintreibung bei Schäden bürokratischer sein soll. An unsere Community aus Uruguay, welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Geht das mit dem Bankdepot oder wird das eher von den Vermietern abgelehnt? Ja, und dann kommen wir zu den Mieten ohne Garantie. Nach dem LUC der Ley Nummer 19889, der Urgente Consideración. Das ist ein umfassendes Reformgesetz von 2020, das unter anderem das Mietrecht in Uruguay gelockert hat. Damit ist es möglich, Verträge ohne formelle Garantie abzuschließen. Der Mieter genießt dann jedoch deutlich weniger Kündigungsschutz und kann bei Zahlungsverzug sehr schnell, also binnen weniger Tage, geräumt werden. Ja, und dann gibt es noch die Direkteinzahlung. Diese darf gesetzlich eigentlich nicht mehr als 2 Monatsmieten betragen. Laut KI-Recherchen aus verschiedenen Foren soll es in der Realität aber so sein, dass viele Vermieter von Ausländern ohne lokales Einkommen oft höhere Sicherheiten oder Vorauszahlungen verlangen. Und scheint diese Option die am wenigst attraktive zu sein. Wieder mal die Frage an unsere Zuschauer aus Uruguay. Was sagt ihr zur Direktzahlung als Mietabsicherung? Was habt ihr da erlebt?
Ja, und die KI rät auf jeden Fall dazu, Mietverträge immer von einem Escribano, also einem Notar, zu unterzeichnen, um die Rechtmäßigkeit der Kaution und des Vertrages abzusichern. Es soll wohl schon vorgekommen sein, dass leerstehende Häuser einfach so vermietet worden sind, ohne Notar natürlich. Der hätte nämlich geprüft. Ja, jetzt fragen wir uns, ist das KI-Quatsch oder wirklich ratsam? Gibt es in Uruguay denn besonders viele Mietsrechtsstreitigkeiten? Und wenn ja, warum? Wo findet man Mietangebote in Uruguay, wenn man noch gar nicht in Uruguay ist? Ja, unser erster Gedanke, klar, Airbnb. Ne? Aber auch bei Mercado Libre findet man Mietangebote. Aber da gibt es doch bestimmt noch mehr, oder? Wer was weiß, schreibt uns das gerne in die Kommentare, wie und wo man Mietangebote in Uruguay findet. Wir empfehlen das Video Tipps zum Hausmieten von den Schwestern des YouTube-Kanals Sisters del Sol. Auch diesen Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wer Miete sagt, sagt auch Nebenkosten. Was zahlt man monatlich für Strom, Wasser, Gas, Internet, Müllabfuhr, Versicherung, Instandhaltung und so weiter? Ja, fangen wir einfach mal mit dem Wasser an. Wasser und Anschluss kommen vom staatlichen Versorger Obras Sanitarias del Estado, kurz OSE, der auch die Gebühren erhebt. Man zahlt eine monatliche Grundgebühr, die sich nach dem Durchmesser des Wasseranschlusses richtet. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Ja, die monatliche Gebühr richtet sich tatsächlich nach dem Durchmesser des Wasseranschlusses und der Region, in der man lebt. Anfang 2026 gab es bei den Grundtarifen eine Gebührenanhebung um so durchschnittlich 8,5%. Um auch hier ein paar konkrete Zahlen zu nennen, nehmen wir mal die geltenden Gebührensätze fürs Landesinnere und Montevideo. Der Standardanschluss 13 mm bzw. 12,5 mm ja, Durchschluss 355 uruguayische Peso. Das sind so etwa 7,77 Euro. Ein Anschluss mit 19 mm Durchmesser kostet 1511 uruguayische Peso, also etwa 33,10 Euro. Ein Anschluss mit 25 mm kostet 2556 uruguayische Peso, also 56 Euro. Und Anschlüsse über 25 mm kosten 4.108 uruguayische Peso, also etwa so 90 Euro. Diese Gebührensätze sind regional natürlich unterschiedlich. Unseren Recherchen nach sind die Gebühren in den Küstenregionen höher, besonders hoch ist der Tarif in Maldonado. Wenn ihr in Uruguay lebt, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, in welchem Departamento ihr lebt, welchen Durchmesser euer Wasseranschluss hat und wie euer Gebührensatz ausfällt. Das wird uns helfen, mal so ein bisschen eine Übersicht zu kriegen. Zusätzlich zur Wasseranschlussgebühr zahlt man seinen Wasserverbrauch nach Kubikmetern, wie überall wahrscheinlich auch. Auch die Preise je Kubikmeter unterliegen regionalen Unterschieden und hängen außerdem vom individuellen Verbrauch ab. Je mehr man verbraucht, desto teurer wird der Kubikmeter. Und das vom ersten an. Also das finde ich gut. Der Verbrauch von bis zu 10 Kubikmetern ist meist in einer Mindestpauschale enthalten. Bei 10 bis 15 Kubikmetern monatlich zahlt man ca. 27 uruguayische Peso, also so etwa 62 Cent pro Kubikmeter. Verbraucht man 15 bis 20 Kubikmeter, kostet der Kubikmeter ca. 77 uruguayische Peso, also etwa 1,77 Euro. Liegt der Verbrauch über 20 Kubikmetern monatlich, kostet der Kubikmeter ca. 100 Peso, also 2,30 Euro. Und das immer gleich vom ersten Kubikmeter an. Laut unserer KI verbraucht ein Durchschnittshaushalt in Uruguay ca. 15 Kubikmeter Wasser monatlich. Sofern die gemietete Immobilie an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist, fällt auf der Wasserrechnung außerdem die Sanitärgebühr an, also die Abwasserentsorgung. Auch hier sind die Kosten regional natürlich unterschiedlich und abhängig vom Wasserverbrauch. Wir haben die KI gebeten, mal zu ermitteln, wie hoch die durchschnittlichen monatlichen Kosten für Wasser, Abwasser pro Haushalt in Uruguay liegen. Diese sollen bei etwa 2.000 bis 5.000 Peso liegen, also etwa 45 bis 120 Euro. Kommen wir zum Strom. Hier gibt es auch einen staatlichen Anbieter mit Monopolstellung, die Unidad de Transmisión y Energía, kurz UTE. Man kann zwischen unterschiedlichen Tarifen wählen. Die Kilowattstunde kostet etwa
10 Peso 35 Centésimos, also ca. 25 Cent. Laut unserer KI zahlt ein durchschnittlicher Haushalt in Uruguay monatlich ca. 1.900 bis 7.600 Peso, also etwa 47 bis 188 Euro. Stark abhängig natürlich von der Jahreszeit. Da Klimaanlagen und elektrische Heizung einen großen Teil des Verbrauchs ausmachen, ist die Spanne hier natürlich sehr hoch. Wenn in einem Haushalt hauptsächlich mit Gas, Holz oder Pellets geheizt wird, weichen die Stromkosten natürlich stark von diesen Durchschnittswerten ab. Dafür fallen eben Kosten für Gas, Holz oder Pellets an. Ein weiterer Kostenfaktor ist das Internet und natürlich auch das Handy. In Uruguay dominiert der staatliche Anbieter Antel den Markt. Weitere Anbieter sind Movistar und Claro. Auch in Uruguay gibt es Glasfaser. Wer an einem Ort wohnt, an dem Glasfaser schon verfügbar ist, kann unter verschiedenen Paketen wählen. Es gibt unbegrenztes Volumen, zum Beispiel mit 400 Megabit pro Sekunde für etwa 1.590 uruguayische Peso, also etwa 35 Euro. Oder mit 1000 Mbit, also einem Gigabit, für 4.195 Peso, also etwa 92 Euro monatlich. Dann gibt es das mobile Internet per SIM-Karte. Als Prepaid-Variante kostet ein Gigabyte etwa 200 uruguayische Peso, also etwa 2,50 Euro. Als Monatsvertrag kommt man mit 40 Gigabyte für ca. 620 Peso, also rund 14 Euro hin. Natürlich gibt es auch in Uruguay Satelliteninternet. Die monatliche Gebühr für Starlink zum Beispiel liegt bei 1.400 bis 1.900 Peso, also etwa 31 bis 42 Euro. Auch beim Handyvertrag kann man zwischen den Anbietern Antel, Movistar und Claro wählen. Auch hier gibt es Prepaid- und Vertragstarife. Je nach Vertrag, Tarif und Datenvolumen fallen so etwa 200 uruguayische Peso, also 4,40 Euro, bis 800 uruguayische Peso, also etwa 17,50 Euro monatlich an. Mehr kann man natürlich immer ausgeben. Kommen wir zu den Gaspreisen. In Uruguay gibt es kein flächendeckendes Erdgasnetz. Die meisten Haushalte nutzen so 13 Kilo Gasflaschen. Nennt sich Supergas. Und nutzen das halt zum Kochen und für Warmwasser. Die Preise werden staatlich reguliert durch die ANCAP. A-N-C-A-P. Das ist die staatliche Erdölgesellschaft. Derzeit liegt der Preis für so eine 13 Kilo Gasflasche bei etwa 1.100 bis 1.300 Peso. Das entspricht so etwa 24 bis 28 Euro. So eine Gasflasche reicht für einen Zwei-Personen-Haushalt, je nach Verbrauch natürlich, so etwa 4 bis 6 Wochen. In Uruguay gibt es keine separate eigenständige Müllgebühr, so wie in Deutschland. Die Müllabfuhr, Straßenreinigung und der Straßenerhalt sind in der sogenannten Contribución Inmobiliaria, also der Grundsteuer, enthalten. Kommunen erheben Grundsteuer in der Größenordnung von 0,2% bis 1,2% des Immobilienwertes. Zum Thema Nebenkosten gibt es auch ein sehr informatives und charmantes Video der Sisters del Sol. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, das neue Zuhause kaufen. Wir hatten ja gerade Mieten, jetzt kommen wir zum Kaufen. Werfen wir als nächstes also einen Blick auf die Kosten für jene, die ihr Zuhause gerne kaufen wollen. Während sich beim Mieten die Frage neben Ort und Kosten hauptsächlich um Haus oder Wohnung dreht, haben wir beim Kauf neben der regionalen Entscheidung natürlich auch noch die Frage bauen oder fertig kaufen. Und natürlich ist hier auch nicht unerheblich, ob man sein Zuhause oder Grundstück mit oder ohne die Hilfe eines Maklers findet. In Uruguay zahlen Käufer und Verkäufer für den Makler. Wer sich für einen Makler entscheidet, muss zusätzlich nochmal 3,6 bis 4% des Kaufpreises einplanen, inklusive 22% Mehrwertsteuer der IVA, also die kommt noch oben drauf. Beim Makler hat man die Wahl, einen zu engagieren oder selbst zu suchen. By the way, liebe Expats aller Herren Länder und die ihr in Uruguay auch lebt und ein Grundstück oder eine Immobilie erworben habt, was sagt ihr denn? Braucht man in Uruguay wirklich einen Makler oder kann man sich den sparen? Was man nicht frei entscheiden kann, ist die Beauftragung eines Notars. Den braucht man auf jeden Fall. Üblicherweise kostet der Notar 3% des Kaufpreises zuzüglich dieser 22% Mehrwertsteuer der IVA.
Das ist zwar nicht gesetzlich festgeschrieben, aber der Notarverband in Uruguay schreibt diese 3% sehr streng vor. Wer billiger arbeitet, riskiert wegen Preisdumpings den Rauswurf aus dem Verband. Als Faustformel für den Immobilienkauf in Uruguay gilt: Rechne mit 10% des Kaufpreises zusätzlich für Makler, Steuern und Notar. Ja, sorry an alle, die jetzt ganz konkrete Zahlen zu Baukosten pro Quadratmeter erhofft haben, am besten gleich für ganz Uruguay. Die gibt's nicht. Die Preise für Grundstücke und Häuser sind auch sehr stark abhängig, natürlich von Lage, Nutzungsort, Infrastrukturanbindung, Ausstattung, Zustand, regionaler Entwicklung, Nähe zum Meer und. Die Spanne ist entsprechend groß und darüber hinaus auch noch stark abhängig von der eigenen Lebensplanung, persönlichen Vorstellungen, Wünschen und Lebensweise des Käufers. Und ein paar Infos und Empfehlungen, ja, die haben wir natürlich schon für euch. Wichtig zu wissen, auch in Uruguay kann man nicht einfach ein Stück Land kaufen und dort machen, was man will und wie man will. Es gibt Nutzungsvorgaben, Bauvorschriften und Bauabnahmen. Diese unterscheiden sich aber von Departamento zu Departamento. Da gibt es welche, da ist das strenger geregelt und welche, da ist das weniger streng geregelt. Um einen ersten Überblick über die angebotenen Grundstücke und Immobilien und Preise zu verschaffen, ist Mercado Libre einfach eine ganz gute Plattform und kann ich nur empfehlen. Dort finden sich viele Kaufangebote für Grundstücke mit und ohne Haus. Mit und ohne Makler auch. Auf unserer Erkundungsreise 2025 konnten wir allerdings feststellen, das Angebot in Uruguay ist wirklich sehr groß. Also gefühlt hängen an jedem zweiten Haus entweder einen zu vermieten oder an jedem 5. Haus einen zu verkaufen Schild oder an Grundstücken. Unser Rat, wenn ihr ein Grundstück oder eine Immobilie erwerben wollt, überlegt euch, welche Ansprüche ihr habt, wo das Haus oder Grundstück liegen soll. Und mit diesen konkreten Vorstellungen wendet ihr am besten an jemanden vor Ort, der sich wirklich auskennt. Uns ist zum Beispiel Alexander vom YouTube-Kanal Bauen in Uruguay durch seine Kompetenz und Erfahrung aufgefallen. Alexander ist Zimmermann und Bauunternehmer. Seit 10 Jahren ist seine Firma Domus Uruguay in Punta del Diablo beheimatet. Wir finden den Kanal sehr informativ. Alexander kommt schnell zu den wesentlichen Punkten, die er auch klar mit Zahlen und Fakten benennt. Die Videos Haus kaufen oder bauen in Uruguay, was ist besser? Grundstück kaufen in Uruguay, das musst du wissen. Und was kostet es, ein Haus zu bauen in Uruguay? Ja, die empfehlen wir sehr, sehr informativ. Hier gibt es tatsächlich auch ein paar Kosten pro Quadratmeter Zahlen. Die Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Eine weitere gute Quelle sind natürlich sicher Menschen, die das Ganze bereits schon hinter sich haben, also auf eigene Erfahrungen zugreifen können. Da muss man halt gucken, wie man da in seiner Umgebung hat. Da wir erst wenige Häuslebauer in Uruguay kennen, kommen uns natürlich direkt Nathalie und Matthias von Raus aus EU in den Sinn. Beide haben ihr erstes Haus in Uruguay in nur 3 Monaten und mit vielen verschiedenen Materialien gebaut, um zu schauen, wie sich diese Materialien in Uruguay mittel- und langfristig verhalten. Ich finde das smart. Auch den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und schon sind wir beim nächsten, nicht unwesentlichen Kostenfaktor. Des Deutschen liebsten Kind, dem Auto. Natürlich kann man in Uruguay auch Bus fahren. Das funktioniert sicherlich auch. Dennoch können wir uns persönlich ein Leben in Uruguay so ganz ohne Auto nicht vorstellen. Also vielleicht, wenn man in Montevideo wohnt, da ist der öffentliche Nahverkehr wirklich gut, aber wir wollen nicht in Montevideo wohnen. Wieder mal eine Frage an unsere uruguayischen Zuschauer. Was sagt ihr? Ist ein Auto oder ein Roller in Uruguay wirklich ein Muss oder kann man tatsächlich da etwas mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erledigen? Nach einigen Wochen auf Uruguays holprigen Straßen stellt sich für mich natürlich auch die Frage, wann werden denn die Instandhaltungskosten, die Anschaffungskosten eines Autos oder Rollers überschreiten? Reicht nur der monatliche Stoßdämpferwechsel oder muss es dann doch wöchentlich sein? Okay, Spaß beiseite. Beim Autokauf gibt es auch einige Hürden. Und räumen wir erstmal mit einem weit verbreiteten Mythos auf. Angeblich darf man sein Auto nicht nach Uruguay mitnehmen. Doch, darf man. Nur sinnvoll ist es leider nicht.
Denn die Steuern und der Zoll, die sind wirklich enorm. Du kaufst quasi dein Auto beim Zoll nochmal. Aber mitbringen darfst du es natürlich. Verboten ist das nicht, nur halt sinnlos. Tatsächlich gibt es hier aber auch eine Ausnahme. Ausländische Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionärinnen und Pensionäre können unter der Ley 16.340 ein Auto steuerfrei einführen. Aber nur einmalig und nur innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung. Außerdem darf das Auto dann 4 Jahre lang nicht weiterverkauft werden. Autos in Uruguay sind teuer, egal ob neu oder gebraucht. Gleiches gilt für Kfz-Ersatzteile. Die Zölle und Steuern sind wirklich hoch. Das sollte man wissen. Allerdings sollen Gebrauchtwagen auch recht lange wertstabil bleiben. Man findet sie bei Mercado Libre, quasi Südamerikas Variante von Amazon oder Kleinanzeigen, oder du hältst Ausschau nach Autos, auf deren Dächern Getränkekanister stehen. Das wird in Uruguay überall gemacht und verstanden und bedeutet so viel wie zu verkaufen. Schauen wir uns einfach mal ein gebrauchtes Fahrzeug an und vergleichen den Verkaufspreis mit einem Angebot aus Deutschland. Das ist allerdings nicht so einfach, denn viele Automarken oder Modelle, die es in Uruguay gibt, die gibt es in Deutschland gar nicht oder nur extrem selten. Aber wir haben hier einen Nissan Frontier Crew Cab gefunden. Das Auto ist Baujahr 2009 und hat bereits 429.400 Kilometer auf dem Buckel. Und das ist für 14.250 € zu haben. Zum Vergleich habe ich einen Nissan Frontier in Deutschland entdeckt, der hat 177.000 Kilometer runter und wäre für 13.500 zu haben. Also ihr seht, da ist schon ein Preisunterschied. Dazu kommt, der Gebrauchtwarenverkauf in Uruguay ist tatsächlich Vertrauenssache. Knöllchen, Geldstrafen und Steuerschulden werden in Uruguay dem Auto zugeschrieben, nicht dem Halter. Und wenn du also unwissentlich ein verschuldetes Auto kaufst, dann sind es gleich deine Schulden damit. Darum sollte man vor dem Verkauf eines gebrauchten Autos die Situation notariell prüfen lassen. Das kostet natürlich auch wieder Geld. Die KI rät außerdem, lass das Gebrauchtfahrzeug vor der Vertragsunterschrift von einem Mechaniker prüfen und unterschreibe den Vertrag tatsächlich bei einem Notar. Die Alternative wäre ein Neuwagen. Wenn du ein Auto suchst, kannst du natürlich zu einem Autohändler gehen. In Montevideo gibt es ganze Straßenzüge, in denen sich ein Autohändler an den anderen reiht. Es mangelt sicherlich nicht an Autohäusern in Uruguay. Du kannst natürlich auch, wie eigentlich bei fast allem, Neuwagen bei Mercado Libre anschauen und suchen. Kommen wir zur Kfz-Versicherung und der Ummeldung. Die Kfz-Versicherung, die Seguro Obligatorio Automotor, kurz SOA, ist in Uruguay Pflicht. Wie in Deutschland variieren die Kosten auch in Uruguay sehr stark. Je nach Fahrzeugtyp, Alter und Versicherungsumfang. Rechnen wir bei so einem gebrauchten Kleinwagen so etwa mit 900 bis 950 € pro Jahr. Bei einem Premium-SUV plant man eher 1.600 bis 1.800 € jährlich ein. Gleiches gilt für die Ummeldung. Auch die ist verpflichtend und sollte innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf erfolgen. Die Kosten für diese Ummeldung betragen ca. 425 € zuzüglich einer Übertragungssteuer von 2% des steuerlichen Fahrzeugswerts. Das kann alles für euch der Notar erledigen. Bleiben die Instandhaltungskosten für das Fahrzeug. Wir haben keinen offiziellen Durchschnittsbetrag gefunden, der angibt, wie viel man in Uruguay monatlich oder jährlich für die Instandhaltung seines Fahrzeugs ausgibt. Aber wir sind viele, viele Kilometer über Uruguays Straßen gefahren und raten wirklich jedem, dafür Geld zurückzulegen. Wir werden das auf jeden Fall tun. Die Straßen sind echt hammerhart für die Stoßdämpfer. Ja, was kostet noch Geld? Da haben wir noch einiges an einmaligen Kosten. Also Kosten für Übersetzung und Apostillierung unserer Unterlagen, ja, und ein Einwanderungshelfer. Welche Verwaltungsgebühren fallen an, die man als Einwanderer so gar nicht umgehen kann? Und was zahlt man denn so für Leistungen von Einwanderungshelfern? Fangen wir mal von vorne an. Erstens, der Antrag auf die Aufenthaltsgenehmigung, die Residencia. Der kostet 557 Unidades Indexadas, kurz UI. Ja, jetzt muss ich das kurz erklären, denn in Uruguay werden viele Gebühren nicht in Peso angegeben, sondern in genau dieser Einheit. Die UI
ist an die Inflation gekoppelt und wird jeden Tag neu berechnet. Der Trick dahinter, egal wie der Peso schwankt, der reale Wert der Gebühr bleibt gleich. Eine UI ist gerade so etwa 6,43 Peso wert und die 757 UI sind dann also umgerechnet rund 3.600 Peso, also ca. 80 Euro pro Person. Dazu kommt der erste Certificado Migratio für die Cedula mit nochmal knapp 360 Peso, also etwa 8 Euro. Ja, und wer während des laufenden Verfahrens das Land verlässt, braucht jedes Mal eine Wiedereinreisegenehmigung für rund 1.450 Peso, also etwa 32 Euro. Zweitens, die Cédula de Identidad, also der uruguayische Personalausweis. Der reguläre Antrag kostet rund 320 Peso, also etwa 7 Euro. Im Eilverfahren das Doppelte. Wer seine Geburtsurkunde noch nicht beim uruguayischen Standesamt eingetragen hat, bekommt erstmal nur eine vorläufige Cédula für ein Jahr. Drittens, der Carnet de Salud, der Gesundheitsausweis. Den braucht man sowohl für die Residencia als auch für den Führerschein. Der kostet je nach Klinik zwischen 1.370 und 1.600 Peso, also rund 30 bis 36 Euro. Darin enthalten sind Blutuntersuchung, Urinprobe, ärztliche und zahnärztliche Untersuchung und der Ausweis ist für 2 Jahre gültig. Viertens, den Führerschein umschreiben. Das nennt sich in Uruguay Homologación. Wichtig für alle Deutschen, Uruguay hat nur mit Spanien und Italien ein Abkommen zum direkten Tausch. Als Deutscher muss man also den Führerschein homologisieren lassen. Das kostet in Montevideo rund 2.500 Pesos für diese Homologation plus etwa 640 Pesos für die ärztliche Eignungsprüfung. Zusammen also etwa 3.100 Peso, rund 65 bis 70 Euro. Aber Achtung! Der deutsche Führerschein muss vorher apostilliert und ins Spanische übersetzt worden sein. Liegt diese Apostille nicht vor, muss man sogar eine theoretische und praktische Prüfung ablegen. Ja, und direkt anerkannt werden nur die Kategorien A1, G1 und G2, also Motorrad und Pkw. Keine Berufskraftfahrer. Rechnet man all diese Posten zusammen, Residencia, Cedula, Gesundheitsausweis, Führerschein, landet man pro Person bei grob 200 bis 250 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für Apostillen, die in Deutschland etwa 25 Euro pro Dokument kosten und beglaubigte Übersetzungen durch einen uruguayischen Traductor Publico, also ein vereidigter Übersetzer. Je nach Umfang 50 bis 150 Dollar pro Dokument. In Summe sollte man also pro Person mit 400 bis 700 Euro für den gesamten Behördenkram rechnen, ohne Einwanderungshelfer. Ja, und dann gibt es noch die regelmäßigen Kosten. Bei denen können die Preise auch sehr stark variieren, zum Beispiel Versicherungen. Man kann sich in Uruguay für 60 Euro monatlich krankenversichern. Man kann natürlich auch die private Premiumversicherung wählen und 400 Euro im Monat dafür zahlen oder noch mehr. Entscheidet man sich für Anwartschaften bei seinen bisherigen Versicherungen, also die freiwillige Mitgliedschaft, um im System zu verbleiben, Ansprüche zu behalten oder spätere Zahlungen zu erhöhen, ja, da fallen natürlich auch Gebühren an. Zum Beispiel kostet eine kleine Anwartschaft bei der Krankenkasse etwa 8 bis 20 Euro monatlich. Die große Anwartschaft, die große Anwartschaft kostet bis zu 45% des bisherigen Versicherungsbeitrags. Ähnlich verhält es sich bei der Pflegeversicherung. Die kleine Anwartschaft ist für 5 bis 15 Euro monatlich zu haben. Die große Anwartschaft kostet 45 bis 50 Euro monatlich. Bleibt die Anwartschaft für die Rentenversicherung. Seit Januar 2026 liegt der Mindestbetrag hier bei 112,16 Euro. Maximal darf man 1.500,70 Euro monatlich einzahlen. Ja, und dann fallen jeden Monat natürlich auch Wechselgebühren an. Die Rente kommt ja in Euro. Und jetzt Frage an die Community. Nehmen die Banken etwa alle die gleichen Gebühren oder lohnt es sich hier echt zu vergleichen? Und was nutzt ihr, falls ihr Geld regelmäßig aus der alten Heimat in die neue transferiert? Ja, und wer regelmäßig in die alte Heimat reisen möchte, muss natürlich auch diese Kosten mit einplanen. Man möchte ja auch mal Freunde, die man zu Hause gelassen hat, besuchen oder Familie. Ja, und last but not unwesentlich, alles, was wir so einkaufen. Was kann man denn in Uruguay kaufen und zu welchen Preisen? Wir haben da mal ein paar Bilder für euch und ein paar Vergleichszahlen aus Deutschland. Die Bilder sind vom Oktober 2025, nur damit ihr Bescheid wisst, wann immer ihr dieses Video seht.
Kleine Randbemerkung, in Uruguay konnten wir überall in Ruhe fotografieren. Kein Mensch hat sich daran gestört. In Deutschland, ja, da wurden wir nach wenigen Bildern aus dem Laden geworfen. Egal ob Rewe oder Edeka oder sonst wer. Obwohl wir seit Jahren in den Läden Stammkunden sind. Wir haben auch erklärt, dass wir das für eine Recherche machen. Ne? Aber man ist da sehr, sehr empfindlich. Fangen wir mal mit Lebensmitteln an. Die kaufen wohl alle am häufigsten. Die wichtigste Frage zuerst. Gibt's Nutella in Uruguay? Na klar. Also, wir hätten da das 300 Gramm Glas in uruguayischen Supermärkten für etwa 9,30 Euro bis 11,15 Euro. Bei uns in Deutschland gibt es dafür ein Kilo Glas. Aber gibt es auch regionale günstige Alternativen? Ja, das 500 Gramm Glas hier für 2,90 Euro. So ist das mit vielen importierten Gütern. Wir hätten hier 200 Gramm des gefriergetrockneten Kaffees von Nestle. Den gibt es für 13,99 Euro. 100 Gramm kosten dort 8,49 Euro. Mit lokalen Produkten wird es sofort günstiger. 200 Gramm einer lokalen Alternative sind für 8,10 Euro zu haben. Wir haben den Tata-Kaffee gekauft und wir fanden den sehr lecker. Saisonales Obst und Gemüse ist auf den Märkten, wie die fast in jeder Stadt ein- bis zweimal wöchentlich stattfinden, häufig deutlich günstiger als im Supermarkt. Ja, wie ist das denn mit Nudeln? Ja, ihr seht, auch hier ist teure importierte Ware durchaus im Angebot. Die 500 Gramm Packung Barilla-Nudeln liegt bei etwa 3,30 Euro und es gibt günstige und regionale Alternativen. Zum Beispiel 400 Gramm für 63 Cent. Und Fleisch und Fisch? Ja, Fleisch ist deutlich günstiger als in Deutschland. Es wird auch anders geschnitten, hat einen anderen Cut. Hier aber mal etwas Vergleichbares, so ein Tomahawk Steak. In Uruguay ist der Kilopreis bei 918 Peso 87. Das sind rund 20 Euro. In Deutschland kostet ein deutsches Tomahawk Steak zwischen 35 und 60 Euro pro Kilo. Beim Fisch nehme ich jetzt mal Lachs in Sushi-Qualität. In Uruguay sind das 1120 Peso, das sind so etwa 24,50 Euro. In Deutschland liegt der Kilopreis bei 55 Euro. Ja, und werfen wir einen Blick auf das Spirituosenangebot und das dazugehörige Knabber- und Süßzeug. Kleiner Preisvergleich, die Flasche Jägermeister, 700 Milliliter, wird hier für 1232 Peso angeboten. Das sind etwa 27 Euro. In Deutschland zahlt man ca. 15 Euro. Wir wollten uns auf unserer Reise aber nicht durch das gesamte Angebot probieren. Wie lecker das ist, muss sowieso jeder für sich herausfinden. Aber vielleicht gibt es ja Empfehlungen aus der Community. Ihr seht, das Angebot ist reichlich und vielfältig. Uns hätte es da an nichts gefehlt. Ähnlich ist es beim Knabberzeug. Ob Chips, Flips oder Käsebällchen, scharf oder salzig, bis hin zu Crackern ist alles da. Auch hier ist Importware deutlich teurer als das regionale Angebot. Wir haben einiges probiert und wenn ihr die Mattes probiert Videos nicht kennt, ja, ihr findet die Links dazu auch in der Videobeschreibung. Als wir dort waren, haben wir einige Sachen probiert. Und schon sind wir beim Naschkram, dem Süßzeug. Die Auswahl ist wirklich überwältigend groß. Auch hier sind die importierten Produkte natürlich teurer. Wir finden allerdings das lokale Süßwarenangebot tatsächlich sehr lecker. Für uns wäre das jetzt eher kein teurer Posten in Uruguay, denn für uns müssten es nicht immer die importierten Produkte sein. Frau Mattes und ich sind beide bekennende Alfajores-Fans. Tatsächlich haben wir in Deutschland Ähnliches, aber nicht annähernd so lecker. Auch unseren Alfajores-Test verlinke ich für alle, die ihn verpasst haben, in der Folgenbeschreibung. Wasser in Flaschen. 6,25 Liter, 6 Liter, 5 Liter, 3 Liter, 1 Liter mit und ohne Kohlensäure. Es gibt es von vielen Anbietern. Der Liter kostet so circa 55 Cent. Übrigens kann man in den meisten Regionen Uruguays das Leitungswasser trinken. Ja, wie sieht es mit Fertigprodukten aus? Haben es Maggi, Knorr
und Co. nach Uruguay geschafft? Ja, auch hier ein klares Ja. Auch darüber hinaus ist das Angebot an Fertigprodukten wirklich groß. Nicht kochen zu können, wäre also in Uruguay gar kein Problem. Wir lieben Käse. Und zum Glück ist die Käseauswahl wirklich groß. Aber Käse ist generell wirklich sehr teuer in Uruguay. Für 100 Gramm Camembert zahlt man etwa 4 Euro. Wir sprechen hier nicht von importiertem Käse. Der ist noch teurer. Und ja, Brie ist wirklich noch teurer. Käse in all seiner köstlichen Vielfalt ist in Uruguay wirklich deutlich teurer als in Deutschland. Haushaltswaren sind ja oft eine Frage von Geschmack, Design und Qualitätsanspruch. Darum muss man hier ganz allein für sich einschätzen, ob man die Produkte teuer findet oder nicht. Auch in Deutschland kann man zum Beispiel eine Gemüsereibe im preiswert 1-Euro-Shop bekommen oder eine Burnerreibe kaufen. Die sind natürlich entsprechend teurer. So ist das in Uruguay auch. Ja, was noch? Kinderspielzeug. Ja, das gibt es in Hülle und Fülle. Und für alle Altersgruppen. Und auch der Bastelspaß kommt nicht zu kurz. Kinderträume erfüllen, also auch in Uruguay, kein Problem. Und so typisch deutscher Kram, ich sag mal Sauerkraut und Rotkohl, yep, gibt's auch. Nicht preisgünstig, nicht überall, aber in größeren Supermärkten gibt es die auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel in Paysandú, in Camelo, in Montevideo und in Piriápolis und Maldonado beides gefunden. Und eingelegte Gurken auch. Auch Pflegeprodukte gibt es in Uruguay und da muss nicht darauf verzichtet werden. Das Angebot ist groß, diese sind durchschnittlich und insgesamt aber tatsächlich etwas teurer als in Deutschland. Mutmaßlich, weil auch die Rohstoffe für die Produkte mehrheitlich importiert werden, auch wenn die Sachen in Uruguay produziert werden. Wir haben noch reichlich solcher Bilder. Kleidung und Möbel fehlen ja auch noch völlig. Und wenn euch das interessiert, ja, dann einfach dranbleiben. Aus unserer Sicht sollte es mit all diesen Infos möglich sein, sich so ein bisschen den Überblick über die Umzugs- und individuellen Lebenskosten in Uruguay zu verschaffen. Alle Quellen haben wir in der Videobeschreibung gelistet, zum selber recherchieren. Haben wir was vergessen? Ich hoffe nicht. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr konntet hilfreiche Infos einsammeln, dann freuen wir uns, wenn ihr euch einen Daumen nach oben gebt und auch ein Abo dalasst. Für alle, die Lust haben, sich noch weitere Produkte und Preise aus Supermärkten und Kaufhäusern anzuschauen, einfach dranbleiben. Ein paar hundert Bilder haben wir da noch. Wenn euch etwas besonders interessiert, einfach anhalten und reinzoomen. Hasta la próxima bei Mates Mate Mission. Que les vaya bien. Und auf Wiedersehen. Und jetzt dranbleiben. Jetzt kommen die Supermarktbilder.